Hallo zusammen und willkommen zu noch einem weiteren Unboxing von EMK. So, normalerweise bei unseren Unboxing-Videos bin ich immer gespannt zu sehen, was kommt. Aber heute bin ich wirklich gespannt, weil das ist lange her, seit ich eine Panda Münze in meinen Händen hatte. Und ich liebe die Münzen aus der People's Bank of China und ich finde alles immer so schön und zum Beispiel das Zertifikat. Alles hat so viel Tradition und Kulturen drin. Ich finde, dass der People's Bank of China, die denken über alle die Kleinigkeiten, alle die Datei und der Zertifikat ist die perfekte Beispiel, weil ich finde, dass wenn man die Zertifikat sieht, dann man ist irgendwo anderes. Noch auf ein anderes Land zum Beispiel. Und ich finde immer die Produkte sehr, sehr schön. Schau mal, diese schöne Tasche da für das Zertifikat, das ist auch schön. Und jetzt fangen wir an mit der Panda Münze hier. Das hat ein schöner Cutout für der Kapsel hier, diese besondere Form. Und hier haben wir der Münze. Oh, Panda 2023, wie cool ist das denn? 150 Gramm Silber, Polierter Platte natürlich, aber das ist eine Premiere, weil das ist die erste Mal mit irisierenden Farben geprägt. So, diese Seite, das ist unsere traditionelle Seite, das hat auch viel Datei drauf, natürlich 2023, aber diese Seite mit diesen Regenbogenfarben, sehr cool, echt cool. Ich finde das so eine schöne Edition für dieses Münze, für die Panda-Serie. Das ist nicht so viel, das ist nur ein kleiner Unterschied zwischen die anderen von der Serie bis jetzt. Und ich finde das eine sehr coole Idee. Diese Motiv für dieses Jahr, das ist auch schön mit den zwei Pandas da drauf. Die gucken einander an mit viel Liebe. Vielleicht sind die verliebt. Ich bin verliebt von dieser Münze. Und ja, Pandas, ich finde, dass die sieht immer schön aus. Manchmal sind die gefährlich. Man muss oft vorsichtig sein. Aber am meisten sind sie sehr lieb. Nochmal, man kann da die Datei sehen. Echt schön. Aber hier, diese Farben, das ist, ich finde vielleicht, das ist ein Game Changer, ne? Das ist so eine schöne Idee und das passt sehr gut mit der People's Bank of China. Heute habe ich auch eine Überraschung. So, wenn man Lust auf Gold hat, bitte schau mal bei Teil 2.